Wir leben im 21. Jahrhundert und es reicht mittlerweile nicht mehr, einfach nur in Luft durch den Boden zu bohren. Ich glaube schon, dass viele gar nicht so richtig wissen, was wir alles tun im Hintergrund. Ihr trinkt ab und zu einen Kaffee und tippt auf eurem Laptop rum. Das ist doch keine Arbeit. Dass aber am Schluss so eine komplexe Maschine genau das macht, was sie soll, dafür muss man halt am Laptop stehen. Nicht nur wegen dem Tunnel an sich, sondern auch wegen Maschinensicherheit, wegen Personensicherheit. Für manchen Mechaniker sind wir die Götter. Da gibt es eine Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Eine speicherprogrammierbare Steuerung. Wen rufe ich jetzt an? Ne? Also das SPS-Programm ist das Gehirn der Maschine. Also wenn der Bediener einen Knopf drückt, wenn ein Sensor eine Temperatur meldet, dann entscheidet das SPS-Programm darüber, was passiert und was nicht passiert. Ciao. Mein Schreibtisch kann eine Steuerkabine sein, ja. Was jetzt ich mega spannend finde, wenn ich hier oben eine Negation auswähle, das ist nur dieser kleine Kringel. Der dreht das ganze Signal um. Aus die Pumpe funktioniert, es gibt einen Schaden von 100.000 €. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Tunnel gebohrt wird. Aber noch wichtiger ist natürlich auch die Sicherheit für Mensch und Maschine. Man muss immer wieder raus. Auch eine 3D-Zeichnung ist nicht das Gleiche, wie wenn man unten im Maschinenrohr sich aufhält, sich die Komponente anschaut. Das Gehirn ist hier im Steuerstand mit unserer SPS. Ein richtig kleines Kraftwerk eigentlich, um die Tunnelvortriebsanlage zu bedienen. Ja. Los Sie noch einmal an der Maschine. Ich habe Schacht 1 angewählt. Ja. Also hier sieht man schön in der Mitte das eigentliche Herz. Wenn der Operator da auf den Knopf drückt, bekommt der Industrie-PC das ganz schnell mit und regelt dann zum Beispiel einen Steuerzylinder aus, wenn der Operator jetzt die Maschine lenken möchte zum Beispiel. Wenn das SPS-Programm fertig ist, ist mein Team involviert. Wir machen dann die Visualisierung daraus und parametrieren die Datenaufzeichnung. Wir sind im Team viele Quereinsteiger. Das macht es lebendig, weil viele Leute ganz gute Ideen haben. Bis später. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu einer leitenden Rolle oder zum Gruppenleiter werden würde. Ich habe als Elektriker angefangen ja, und dann 2 Jahre Technikerschule in Lahr, Fachrichtung Automatisierungstechnik. Bedeutet eben genau diese SPS-Richtung, dieses Programmieren. Software kann man alles lernen, aber so Dinge wie Motivation und eigener Antrieb, und das ist sehr, sehr viel wichtiger, als ob man jetzt schon irgendwelche Skills schon hat. Ja. Unsere Steuerungen haben sich bewährt. Und auch unsere Visualisierungssysteme sind etabliert. Aber früher gab es nur diese Knebelschalter. All das haben wir jetzt heute eben virtuell in dem Control-Monitor integriert. Der Programmierer, der bedient die Anlage immer am grünen Pfad. So, wie es gedacht war, dass man sie bedient. Das ist das Spannende, im Büro sich zu überlegen, welche Dummheiten ein Mensch machen könnte und wie kann das Programm darauf clever reagieren. Ich sehe auch der neuen Steuerkabine an, die Firma geht mit der Zeit, die entwickelt was. Speziell im elektrischen Bereich ist der Wandel noch vielleicht eine Stufe schneller wie jetzt in anderen Bereichen. Da gilt es, ein gewisser Spagat zu finden zwischen neu und altbewährtem. Keep on moving, und genauso verhält sich hier in der Firma Herrenknecht.